Ja, wieder zurück am wunderschönen Hauptbahnhof in Nürnberg. Ja, schön wie eh und je. Da drüben geht es in die Altstadt, in den Handwerkerhof. Ich mache mich heute auf die Route Nummer 4. Die geht Richtung Feucht. Feucht ist es heute auch. Aber ja, das schreckt uns nicht ab, dass wir heute die offizielle Radroute Nummer 4 abfahren. Startet hier mitten in der Stadt, geht irgendwie durch die Südstadt. Ich bin mal gespannt. Ich habe selber noch keinen Plan. Ich lasse mich einfach leiten. Und dann irgendwie so entlang der Münchner Straße, dann links am Silbersee vorbei und so weiter und so fort. Wir gucken einfach mal. Ich schneide mir jetzt mal das Ding hier rum, dass wir hier nicht so lange in dieser wunderschönen Szenerie verbringen und machen uns gleich mal auf den Weg. Und es ist schon wieder mächtig was los hier. Ich weiß gar nicht, wo die alle hinwollen. Es ist ja Sonntag. So, hier ist anscheinend grün, jawohl. Dann folgen wir gleich mal hier diesen anderen Kollegen hier. Die Lieferdienste sind auch wieder alle unterwegs, wie man sieht. Volt, Lieferando, da drüben ist auch wieder hier in Gelb einer von Lieferando. Ja, es ist anscheinend ein Bombengeschäft. Ich bin immer wieder erstaunt. Ja, Leute sitzen daheim, lassen sich das Zeug liefern, keiner geht mehr raus, nur noch wenn es nötig ist. Was haben wir hier so geboten? Oh, wir haben grün, okay. Dann können wir uns doch nicht so lange aufhalten an diesem beschaulichen Ort. Ja, wie gesagt, es geht nach Feucht. Hallo, hallo. Radweg. Es geht nach Feucht, allerdings, wie gesagt, durch die Südstadt, die ja für mich auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein unbeschriebenes Blatt ist. Also wenn man mich dort aussetzt, ohne Navi, habe ich zu tun, dass ich wieder heimkomme. Das sind jetzt auch wieder so Wege, die ich eigentlich nie fahre. Von daher ist es für mich dann auch mal ganz interessant, wo man hier so lang geleitet wird. Zum Glück habe ich die Route hier auf dem Navi. Sonst, wie gesagt, hätte ich irgendwie gar keinen Plan, wo ich da lang muss. Aber erstmal muss ich mich hier mit den Menschen auseinandersetzen, die hier, danke, die hier ein bisschen planlos teilweise unterwegs sind. Aber es ist halt auch kacke gekennzeichnet hier. Ach, bevor wir, warten wir mal, na, das mache ich ein anderes Video, das ist jetzt zu weit weg. Ich wollte euch noch was zeigen hier. So, wo geht's denn hier lang? Ach, hier. Das ist übrigens der Galgenberg hier. Wir sind hier in Galgenhof. Hier wurden früher die Verurteilten gehängt. Hier auf diesem Hügel. Hier ist, glaube ich, auch ein Studentenwohnheim da drüben. Ne, das ist das Wasserwirtschaftsamt, völlig daneben. Aber, ach, hier ist es. Hier ist, glaube ich, das Studentenheim. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Und hier dieser kleine Hügel, da waren die Galgen gestanden und Franz Schmidt, der Henker von Nürnberg, so im Jahre 1500 rum, musste dann hier sein Werk verrichten. So, und jetzt bin ich falsch gefahren. Das geht schon wieder gut los. Vor lauter Labern. Ja, Sacker mal da. Wir hätten abbiegen müssen. Na gut. Dann fahren wir wieder zurück über den Galgenberg. Einmal runter. Ich glaube, ich hätte da vorne hinterm Bahnhof entlang gesollt. Mamma mia, jawohl. Ich mache mir das jetzt mal größer. Ja, wir müssen hier rechts rein. Aber gut, so haben wir den Galgenberg mal gesehen. Haben wir was Historisches auch gelernt. Hier ist rot. Naja, komm, ein Vergehen, 2 Vergehen am Tag müssen es sein. Wir sind in Zeitnot. Wir müssen hier weiter. So, jetzt haben wir wieder Back on Track. Dann kommen wir jetzt auch zu meinem Lieblingsradweg. Das ist auch genial. Ein Radweg, ja, der dann abrupt endet. Aber wie, das zeige ich euch jetzt gleich. Es ist ja, erstaunlich, wie man auf solche Ideen kommt. So, hier, was ist hier für Versammlung? Fahren Sie ein Auto an. So, und zwar da vorne, das ist der beste Radweg Nürnbergs. Ich sag's euch. Hier ist ja alles wunderbar, aber ausgebaut. Aber Achtung, Achtung.
sofern es grün wird irgendwann. Na, come on, jetzt. Okay, die Route geht jetzt eigentlich hier rechts rein, aber wir fahren jetzt kurz mal hier vor, weil das muss ich euch mal zeigen. Hier ist noch Radweg und dann endet diese abrupt und jäh an einer Mauer. Ich weiß nicht, was war der Plan hier? Irgendwann ein Loch hier durchzubohren oder so? Was sollen wir jetzt machen? Jetzt steht man hier, da kommt schon die Polizei, jawohl. Gehsteig darf ich nicht. Jetzt müsste ich hier auf die Straße wechseln, aber wir fahren jetzt mal kurz hier am Gehsteig lang, weil hinter diesem Areal geht es dann auf einmal wieder weiter. Nämlich hier. Jetzt bin ich auf die Straße gewechselt, da muss ich anscheinend hier rein, was ja jetzt momentan sowieso nicht möglich wäre mit diesen Schneehaufen. Und dann wäre ich hier wieder back on track. Hier ist die Zeitmauer, ne? Vielleicht Chaos-Theorie, vielleicht soll man die anwenden, dass man irgendwie durch die Mauer springt und dann darf man hier wieder weiter. Wobei da vorne sowieso wieder eine Seitenstraße ist, dann muss ich eh wieder auf die Hauptstraße wechseln. Das ist halt ein Spießrutenlauf, das ist doch kein Fahren. Das kannst du doch vergessen. Da fahre ich doch lieber gleich auf der Straße in einem Zug und dann gibt es keine Probleme, bevor ich hier so ein Zickzack-Spielchen hier betreibe. Ich verstehe es, ich habe keinen Plan. Dann sollst du es halt irgendwie mit einer Spur auf die Straße leiten, aber doch nicht einfach an der Mauer enden lassen. Aber gut, ja, jetzt geht's zurück auf die Radroute Nummer 4. Schauen wir mal, was wir da so für Überraschungen finden. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier von geradeaus kamen wir und offiziell geht es jetzt hier rein. Ja, er glotzt auch bloß auf sein Telefon. Ein Zombie. Es gibt sie wirklich. Aber gut, ich bin auch einer. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen reinzoomen in die Karte, weil jetzt sind wir hier in Wildwest. Hier kenne ich mich null aus. Also hier noch drüber in die verkehrsberuhigte Zone. Hier rein. Was ist denn das hier? Köhnstraße. Gleichnamig mit der Haltestelle, glaube ich, vom Bus. Und hier ist schon ausgeschildert, Fischbach und so weiter. Das ist grob die Richtung, aber nicht ganz. Wir wollen nach Feucht. Was geht hier jetzt ab? Ja, also, naja, also flüssig geht hier schon mal weniger gut. Man muss ja auch ständig abbiegen, rechts vor links, gucken. Also es ist halt einfach eine Radführung, eine Routenführung durch irgendwelche Seitenstraßen, aber mit irgendwelchen Radwegen oder besonders tollen Routen für Fahrräder hat das jetzt eigentlich nichts zu tun. Hier müssen wir wieder rechts. Wo sind wir denn hier? Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Hier war ich zwar schon mal, aber jetzt sind wir irgendwo hinterm Bahnhof. Ja, genau, hier glaube ich geht es zum Bahnhof. Keine Ahnung, jetzt sind wir. Wo sind wir denn? Wo bin ich hier? Welcher Planet ist das? Ach, hier. Südstadt, die Hasdorfer Straße. Verlängerung von der Landgraben, okay. Ah ja. Also irgendwie so geschlängelt, Schleichweg. Einmal hier in die Südstadt rein und hier drüber. Ist da hinten nicht irgendwo der Vegöner der Südstadt? Ich weiß gar nicht. Er ist hier in der Nähe. Ah ja, okay, jetzt komme ich wieder mit. Genau. Hier von rechts komme ich manchmal von der Südstadt, wenn ich von mir zu Hause aus komplett durch die Südstadt fahren möchte. Dann komme ich hier raus. Sicht. Und dann so. Ja, danke.
So, erstmal hier Obacht geben, bevor wir labern. Das ist ja, also störungsfrei ist anders. Hier riecht es nach Haschisch. So, jetzt die Straße geht, glaube ich, vor bis zur Münchner in einem Zug. Ja, wie gesagt, hier von rechts kam ich öfters, wenn ich halt mal in die Richtung will, in den Osten raus. Dann fahre ich hier komplett über die Humboldtstraße, glaube ich, ist das. Das ist ja so eine Fahrradstraße, die geht einmal in West-Ost-Richtung oder umgekehrt durch die Südstadt und dann kommt man auch hier in die Ecke und kann dann ja weiter in verschiedenste Richtungen. Aber der Weg jetzt hierher, das war schon ein bisschen, naja, komisch. Man hätte auch, ich glaube, da gibt es noch eine zweite Variante, aber das filme ich jetzt nicht extra ab. Man hätte, glaube ich, auch bis zum Wörthersee gekonnt. So ein bisschen über den Wiesengrund. Erstmal ein bisschen entlang der Altstadtmauer Richtung Rathenauplatz. Und dann hätte man auf Höhe des Kinos rechts in den Wiesengrund abbiegen können bis zum Wörthersee. Und dann wären wir hier von links gekommen. Weil es gibt von dieser Radroute 2, die ist ja eigentlich, die hat zwei Stopps. Der eine ist, der geht bloß bis Langwasser Altenfurt und die Verlängerung geht dann bis nach Feucht. Was geht hier ab? Über Zieldurchfahrt. So, und jetzt hier rechts und wieder links, sagt er. Jetzt sind wir am Platz der Opfer des Faschismus. Meistersingerhalle da drüben. Ah, ganz sogar grün. Jetzt nicht mehr, aber naja, wie das halt so ist. Ne? Aber hier bleiben wir stehen. Genau, das ist die Meistersingerhalle. Wir fahren jetzt hier die Münchner Straße runter. Schaut mal her, was noch für Schnee hier rumliegt. Zum Glück ist das jetzt alles ein bisschen weg, weil also Nürnberg war ja völlig versunken im Schnee. Es war völlig zugeschneit. Aber jetzt geht es langsam wieder. Da ist weggetaut. Jetzt kann man auch hier mit dem Rennrad wieder fahren. Ich konnte nur noch mit dem Mountainbike in die Arbeit. Weil irgendwie alles zugeschneit und nicht geräumt war. Naja, jetzt hat sich das Räumen erledigt, weil es haut ja von selber irgendwann ab. Ne? Braucht man nicht räumen. Ich fahre jetzt hier mal drüber, weil sonst zieht sich das unnötig in die Länge. Ich hoffe mal, dass die Wege frei sind, weil ich bin jetzt hier ein bisschen optimistisch mit dem Rad los. Aber je weiter man rauskommt, desto kühler wird es und desto mehr Reste werden noch rumliegen. Aber ich bin guter Dinge. Wird schon klappen, oder? Immer positiv denken. Hier ist wenigstens der Radweg freier als der Fußweg. Das sollte eigentlich auch geräumt sein. Das sind bloß irgendwelche Rinnen, wo die Leute laufen können. Wer haftet jetzt da, wenn die hinfallen? Gute Frage, nächste Frage. Ja, das ist eins der besseren Wege hier, die Münchner Straße runter, sehr angenehm zum Fahren, gut ausgebaut. Normalerweise hat man auch mehr Platz, wenn kein Schnee liegt. Aber es ist doch ein bisschen, ja, wegen abseits von der Straße, ein bisschen hier durchs Grün. Wir fahren jetzt dann sowieso links weg an den Seen vorbei. Ich glaube Kleiner Dutzendeich und Silbersee. Man könnte die auch komplett weiter runterfahren, aber ja, die endet halt dann irgendwo vor den Toren Langwassers. Da wollen wir jetzt eh nicht hin. Da wollen wir schon hin, aber einen anderen Weg.
So, hier über den Ring müssen wir wieder drüber. Das kennt ihr ja schon aus einem anderen Video, wo ich hier entlang bin. Jeweils in eine Richtung. Da vorne ist dann ja, der Volksfestplatz und das Kolosseum, beziehungsweise Dokuzentrum. Und hier fahren wir jetzt geradeaus. Da haben wir drüber hier. Ja, ist eigentlich gut ausgebaut. Sowas ist halt in Ordnung. Da kann man gut fahren und hat man Platz. Aber so, naja, die meisten Wege hier, die gehören eigentlich auf den Prüfstand. Ja, ist noch ganz schön zugeschneit hier. Also bei mir, wo ich gestartet bin, da war weniger. Bin mal gespannt, wie es dann außerhalb der Stadt aussieht. Ja, temperaturmäßig, was haben wir denn? Irgendwie so um die 2 Grad, oder? Oh, -1. Das ist mal wieder völlig daneben. Ja, kälter als gedacht. Ja, und ich habe wieder meine tollen Schutzbleche hier am Rad. Es ist schon wieder zusammengesaut vorne. Und ja, die Beinchen sind noch trocken, aber also optimal ist das Teil nicht. Aber besser als nichts momentan. So, wieder die Karte, dass ich weiß, wo ich hin muss. Ja, da kommen wir jetzt so langsam in die Suburbs von Nürnberg. Oh, es ist eklig nass, ich hasse so ein Wetter. So nasskalt. Wo geht jetzt der Radweg? Hier rechts. Schaut irgendwie alles anders aus im Winter, ne? Wenn das so zugeschneit ist. Ist gleich ein ganz anderes Bild, muss man sich neu orientieren. Mir geht es auch immer so, wenn ich mit dem Auto eine Strecke fahre, die ich normalerweise mit dem Rad fahre, dann schaut es ganz anders aus. Weil du sitzt in einem ganz anderen Winkel, du hast eine andere Sitzhöhe, eine andere Wahrnehmung. Ja, wenn du auf dem Rad sitzt, dann hast du ja ein viel breiteres Spektrum, was du mit deinen Augen erfasst. Aber in so einer Blechbüchse, da hast du halt bloß die Scheibe vor dir und nimmst nur einen bestimmten Winkel wahr. Das geht mir oft so, da denke ich mir, das kenne ich doch, da fahre ich doch normalerweise mit dem Rad oder nicht. Und dann denke ich mir, das sieht irgendwie anders aus. So, wir müssen hier links an der Esso vorbei. Normalerweise geht jetzt hier der Weg eben weiter, wie gesagt. Aber wir fahren jetzt hier durch einen Park. Hier ist übrigens auch immer Rock im Park, wer das kennt. Es gibt ja Rock am Ring, am Nürburgring und Rock im Park. Und das findet immer hier statt, dass dann im Sommer nach dem Festival immer alles zugemüllt. Da schaut es aus. Wir müssen jetzt mal 3 Tage lang aufräumen, weil keiner seinen Müll wegtut. Ja, wunderschön, schau mal her da. Was ist jetzt das hier? Das ist der kleine Dutzendeich, oder? Ich blicke das immer nicht so gern. Hier drüben ist das Kolosseum. Sieht man es? Ich hoffe. Oh, die Schwäne. Guck dir das an. Die Schwäne. Echte Schwäne. Oh, in dem eisigen Wasser. Das juckt die gar nicht. Sind so weiß wie der Schnee. Tarnfarben. Gibt ja auch die ostfriesische Nationalflagge, die Otto Waalkes mal definiert hat. Weißer Adler auf weißem Grund. Ja, guckt er, hat er böse geguckt. Ich schaue aber alle so grimmig. Was ist los mit den Leuten? Hat er mal Kamera gesehen? Wollte nicht gefilmt werden. So ungefähr. Ich fahre nur hier rum, weil ich ihn filmen will. Sind die Leute immer empfindlich mit Kameras, als wären die alle so wichtig. Ja, sehr schön hier. Hier ist noch richtig fett Schnee. Da. Gut, Eislaufen ist jetzt hier nicht drin. Ich denke mal, das wird eine feuchte Angelegenheit, aber
schön mit der Eisschicht hier. Ja. Aber so langsam reicht es dann auch wieder mit dem Winter. Ja. Das haben wir jetzt alle wahrgenommen. Okay, es war Winter. Was gibt es hier? Glühwein? Würstler. Currywurst, Bratwurst, Nürnberger Bratwurst, fränkische. Alles. Ja, also so langsam reicht es dann auch wieder mit dem Winter. Es könnte jetzt dann langsam wieder ein bisschen wärmer werden, aber jetzt haben wir erst Februar. So. Das ist hier die breite Straße, große Straße, aus düsteren Zeiten noch angelegt. Geht es da zur Messe vor. So, wir müssen aber hier rüber, fahren auch nicht entlang der großen Straße. Oder doch? Doch, hier rechts. Eieieiei. Wo wollen denn die lang? Ach, hier jetzt auf diesem Weg. Okay, na gut. Hier noch alte Tribünen oder was auch immer hier, so Sitzgelegenheiten. Ja, die sind schon 80 Jahre alt. Und hier die Platten in der Straße, da drüben ist die Messe. Schau mal her, das sind noch, die sind so richtig schon verwuchert, mit Moos bewachsen. Ja. So, dann fahren wir mal hier entlang. Es ist auf jeden Fall besserer Belag als hier auf diesen Rumpelplatten. Irgendwo dann links kommt man ja auch wieder dann zum Eisstadion und zum Fußballstadion. So. Was ist denn hier? Ein Fahrrad. Da wohnt einer mit Gepäck. So, ja, ungemütlich, aber es geht noch. Ich habe die dicken Handschuhe heute an, die mich hoffentlich gut durchbringen. Ja, hier sind immer noch diese Tribünen, es geht ziemlich lang hier, es geht anscheinend entlang der kompletten Straße. Oder ich glaube, da vorne hört es auf. Ja, wir müssen irgendwie geradeaus zu, komplett. Da gibt es jetzt dann so einen Schleichweg hier durchs Wohngebiet. Es ist, glaube ich, dieses Märzfeld, auch aus düsteren vorherigen Zeiten. Da wurden irgendwelche Militärübungen absolviert. Mittlerweile ist es zugebaut mit Wohnungen. So einen alten Bahnhof gab es da noch, Nürnberg-Märzfeld. Der ist aber mittlerweile natürlich geschlossen auch und teilweise auch zugemauert, dass da keine Strolche sich rumtreiben, aber sie machen es trotzdem. Hallo. Ja, da kommen wir irgendwie vorbei. So ein Lost Place quasi. Ich glaube, da fahren wir sogar irgendwie unten drunter. Da geht auf jeden Fall so ein Weg unter den Gleisen durch und oben drüber ist da irgendwo. So. Ja, die Bertolt-Brecht-Schule, alles neu gebaut hier. Karl-Schönleben-Straße. Einmal rüber bei Rot. Wo muss ich denn hin? Er will rechts. Er fährt auch bei Rot. Ja, gut. Rechts. Ah, hier vor, dann wieder links. Ich hätte doch gleich hier rüber gekonnt. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt hier? Ja, der fährt nämlich jetzt die andere Seite rüber. Das ist wieder auch sehr logisch. Fahre ich hier einmal hierher, fahre da rüber und dann auf der anderen Seite wieder zurück, um dann da reinzufahren. Hätte ich da vorne auch rüber gekonnt. Hier vorne. Völliger Quatsch. Na gut. Also es ist ja grün, ne? Dann
Machen wir jetzt auch. Jetzt hier rein. Am Schulgelände vorbei. Auf dem ist da geräumt. Irgendwie fühlt sich mein Vorderreifen ein bisschen weich an, aber nee, hier ist auch falsch. Ach komm, wo muss ich denn lang? Eins weiter, ich fahre wieder zurück. Wo wäre denn da noch ein Weg rein? Also deswegen dann hier über den Übergang. Das ist gar nicht der offizielle Weg hier rein. Das ist, also man merkt, wenn man das noch nie gefahren ist, es ist einfach nicht flüssig fahrbar. Also ohne Navi. Ja, hier ist ein Schild Altenviertel Langwasser Süd. Ach, jetzt sehe ich also hier rein. Also auf der anderen Seite vom Schulgebäude. Na gut, warum auch immer. Man hätte auf der anderen Seite auch lang gekonnt wahrscheinlich. Also gut, dann fahren wir hier lang. Mir läuft die Nase schon wieder. Scusi dafür. Aber was muss, das muss. Und jetzt hier. Ja gut, dann wären wir halt jetzt hier rausgekommen. Also, naja. Wo ist jetzt da der Unterschied? Jetzt sind wir einmal mit der Kirche ums Dorf. Kommen auf dieselbe Wegstrecke. Bloß, naja, vielleicht ist das hier mehr für Fußgänger dann gewesen. Ach, naja. Ja, hier wunderschöne Neubauten, alles ruhig, aber weit weg vom Zentrum. Spielplatz hier. Ja, und das ist jetzt so ein Schleichweg hier durch das ganze Wohngebiet. Und man kommt dann ziemlich weit unten in Langwasser wieder raus, wo es auch Richtung Wendelstein geht, Richtung Feucht, Richtung Altenfurt. Je nachdem, wo man hin möchte oder muss. Hier rechts. Hier rechts, okay. Also hier komme ich mal alle Jubeljahre her. Hier war ich mal auf dem, da war doch so eine Skateboardbahn oder sowas, nicht Skateboard, so eine Bumper, so eine BMX-Bahn. Irgendwo hier war das. Da sind wir doch mit den Rennrädern rumgedonnert. Irgendwo hier war das. Oder drüben, glaube ich. Hinter dem Spielplatz. So. Und hier links rein. Ja, also recht tricky hier, das muss man also wirklich wissen, den Weg. Gut, wenn man einmal gefahren ist, dann kennt man, aber ich kenne mich jetzt hier nicht so toll aus. Wenn ich jetzt das Navi nicht hätte, wüsste ich jetzt auch nicht genau, wo ich lang muss. Was ist das denn jetzt? Jetzt hört er weg. Ach so, der ist zugeschneit. Der geht normalerweise hier rechts. Wow. Ah, da magst du was mit. Der war gar nicht geräumt, der war gar nicht vom Schnee befreit. Einmal hier durch den Schamott. Ja, die Wurzeln kommen hier auch durch. Geradeaus hier. Ja, ruhig ist es zumindest hier, abseits vom Verkehr, aber hat so seine Tücken. So. Genau, und das ist jetzt da vorne, glaube ich, diese besagte Unterführung. Hier müssen wir jetzt einmal über die Thomas-Mann-Straße. Genau, vorne geht schon so ein Güterzug drüber. Ja, da war irgendwo diese Bahnhof Märzfeld. Übles Teil. Gibt ja so Lost Place Jäger,
Die suchen dann solche Orte auf und treiben sich da rum, machen Fotos, Filmchen, was auch immer. Ja, irgendwo in der Nähe war das, keine Ahnung. So, wir fahren hier durch. Boah, der Wahoo ist auch schon wieder voll gesaut. Dank der tollen Schutzbleche. Ach, hier ist das. Hier ist sogar so ein Gedenkschild. Das habe ich auch noch nie gesehen. Na, guck mal her. Ehemaliger Bahnhof Märzfeld. Ehemaliges Reichsparteigelände, bla bla bla. Ja, das sind sogar noch Bilder. Ja, ja, hier irgendwo war das. Ja, das war er hier. Hier, guck. Das sind noch so alte Reste. Ist natürlich alles geschlossen. Aber hier war das. Eieiei. Üble Gegend. Achso, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Fahrräder links. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier durch. Hier durchs mystische. Ach, hier, guck mal, da drüben. Da gingen Stufen hoch. Hier. Geschlossen da drüben. Hier genauso. Alles zu. Ja. Gut. Also, weiter im Text. Ja, ein bisschen längeres Video heute wieder, aber ist halt geschuldet durch die lange Tour. Das heißt lang, aber zieht sich halt 10 Kilometer. Dauert halt Zeit hier durch die Stadt. Kann man sich dann auf der Rolle angucken. Es geht schon wieder los hier, wie im vorherigen Video, aber nicht ganz so schlimm. Das war übel. Im Wald, durch den Schnee, durchs Eis, durchs ewige Eis. Aber hier sind nur noch so ein paar Reste. Aber ich komme schon wieder nimmer hier in die Pedale rein. Da ist schon wieder irgendwas defekt. Na, jetzt bin ich drin. Hat sich schon wieder irgendwie ein bisschen Schnee angesammelt an den Pedalplatten. So, jetzt sind wir Breslauer Straße. Ja, hier ist dann schon der Stadtrand langsam. Wir fahren jetzt geradeaus drüber. Links geht eine Ausfallstraße rauswärts. Aber wir fahren hier weiter durchs Wohngebiet. Weiß ich allerdings auch nicht, ob ich hier schon mal lang bin. Hier geradeaus. Doch, ja, einmal glaube ich, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so erinnern. Schon lange her. Wie gesagt, das sind also Routen, die man normalerweise auf Rennradtouren gar nicht fährt. Das ist halt für Pendler ganz gut und für so Alltagsradler, die halt in die Stadt rein wollen. Aber die echten Jungs fahren andere Routen. So, wird das jetzt irgendwann auch mal grün? Ja. Nur, dass das hier so eine Induktionsschleife ist und da bin ich irgendwie zu leicht dafür. Manchmal stehst du da ewig an so einer Ampel und nichts passiert, weil die so Bodenkontakt hat und die löst nicht aus, wenn man als Fahrradfahrer drüber fährt. Du stehst zum St. Nimmerleinstag dort. Irgendwann musst du halt mal eine Entscheidung dann treffen. Oh, Gegenverkehr. Und jetzt geradeaus. Hier ist, hier ist geräumt, aber hier dann wird es abenteuerlich. Na, hier geht's links. Eieiei. Mit dem Mountainbike ist ja kein Problem, aber hier mit diesen dünnen Reifchen hast du halt null Grip. Da zieht es dich sofort weg. Ach nee, muss ich hier durch. Na gut, für euch mache ich das.
hier muss ich wieder ein bisschen Obacht geben. Ja, hier kann ich nicht fahren. Bis hierher und dann wird es schmierig. Schmierige Angelegenheit. Ja, ich sehe mich schon wieder geistig im Wald vom letzten Video. Ich dachte, ich kann das Ganze jetzt ein bisschen umgehen, aber nein. Uah. Nass ist es. Schmierig ist es. Eklig ist es. So, und hier ist komplett zu wieder. Eieiei. Also nichts mit flüssigem Fahren. Aber ich bin noch on track. Ich muss hier lang. Ja, im Sommer wäre es vielleicht besser gewesen, die Route abzufahren. Aber im Sommer habe ich andere Dinge vor. Da fahre ich nicht solche Routen. So, da vorne geht's wieder. Okay. Da ist hier wieder alles voller Schnee unter den Füßen. Naja, hier geht's weiter. Ja, das ist nicht schön gemacht hier. Da hätten wir doch mal mit einem Räumgerät durchfahren können. Da gibt es doch diese kleinen Hausmeisterteile da, diese Mini-LKWs, sage ich mal, oder wie heißen die Dinger halt, wo man über den Gehsteig fährt und den Schnee wegräumen. Da hätten wir doch hier mal durchfahren können. Ja, hallo, das ist ein Fußgängerweg hier, ein offizieller. Hier laufen viel alte Leute rum. Warum wird hier nicht geräumt? Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist unverantwortlich. Hey, wenn du da irgendwie 80 quietsch, wenn du da 80 bist, du bist ja auch nicht so gut zu Fuß mehr. Bist unsicher. Und dann findest du sowas hier vor. Hast einen Oberschenkel-Halsbruch und liegst dann ein halbes Jahr im Krankenhaus wegen so einer Kacke hier. Boah, da komme ich schon kaum durch. Ja, das kostet jetzt natürlich ein bisschen Zeit wieder. Aber kann man nichts machen. Wir müssen hier durch. Ob wir wollen oder nicht. Weil es nervig ist, mal kann man 3 Meter fahren, dann kommt wieder hier so ein Schneefleck, wo man nicht mehr fahren kann. Mein Gott. Jetzt bin ich mal abgerutscht vom Pedal. Naja, ich muss eh draußen bleiben. Ist nicht schön, macht keinen Spaß. Absoluter Witz. Ich steige jetzt mal ab hier. Bin ich zu Fuß schneller durch, als wenn ich da irgendwie einbeinig mich durchquäl. Eieiei, das hört nicht auf. Ja, das ist jetzt ein Streckenabschnitt, der länger dauert als der Rest des Videos. Alter, ich finde es unverantwortlich. Geht's da drüben weiter. Deswegen ist es geräumt. Guck. Lass den mal hinfallen. Also ich habe da kein Verständnis für. Oh, warte. Mein Überschuh hat sich verabschiedet. Die Fußspitze schaut raus.
So, weiter geht's im Text. Ei, ei, ei. Ah. So. Irgendwie auch seltsam. Hier ist geräumt, auf der anderen Seite war es nicht. Aber jetzt, da wo ich herkam, ging es ja erst los mit dem geräumten Weg. Irgendwie auf der, jetzt geht es auf die andere Seite rüber. Warum macht man das nicht in einem Zug? Muss man hier wieder die Seite wechseln. Gut, es fällt zwar weg im Sommer, aber ja, sie laufen auch noch freiwillig im Schnee. Guck die zwei an, lebensmüde, suchen die Gefahr. Die könnten hier auch laufen. Na gut, sie mögen den Schnee unter den Füßen. Ich nicht. So. So, wieder mal, das war das letzte Schneestück. Wir fahren weiter geradeaus. Ich habe auch gar keinen Plan mehr, wo ich jetzt hier bin. Also das ist hier so eine Ecke, da bin ich wirklich noch nie mit dem Rad durch. Außenrum ja, an den Straßen entlang, aber hier diese Wege kenne ich gar nicht. Ich kenne das noch bis zu diesem Bahnhof da, Märzfeld, Breslauer, aber da so geradeaus drüber und hier entlang. Wüsste ich jetzt nicht, wann ich da mal gefahren bin. Oder ich habe es gelöscht von der Festplatte, von meiner Festplatte im Kopf. Weil wie gesagt, im Sommer sieht es natürlich dann wieder ganz anders aus. Diese kleinen Stückchen dann hier immer. Ja, wie gesagt, an der Straße, da fährt man öfters vielleicht mal vorbei, aber auch nicht so oft, weil die ist auch nicht schön. Liegt jetzt irgendwie auch nicht auf irgendwelchen Routen, die man sonst immer fährt. Aber hier komplett durch die Prärie fahre ich normalerweise nicht. Okay. So, zuerst mal hier klopfen, dass wieder alles frei von Eis wird. Dass ich wieder ins Pedal komme, in meine Skibindung. Tschack, drin sind wir. So, jetzt rollt es wieder. Mamma mia, ein Theater. Ja, sagt mir mal in den Kommentaren, was haltet ihr bis jetzt von der Route? Abgesehen jetzt von dem Schnee, aber an sich die Routenführung. Aber was ist die Alternative? Entlang den Hauptstraßen ist jetzt auch nicht schön. Da gehen aber auch Radwege entlang. Ich denke sogar, dass die flüssiger gehen, als wie wenn man jetzt hier durch die Wohnblöcke da durchfährt. Spießrutenlauf. Ja, ach hey, was denn jetzt? Jetzt muss ich doch geradeaus hier. Moment mal. Ich muss ja eigentlich nach Feucht. Ach, da drüben geht's jetzt. Da drüben diagonal den Weg da rein. Ah ja. Na, schauen wir mal. Da drüben soll ich rein. Da bin ich auch noch nie lang. Den Weg kenne ich nicht. Also ich bin mal hier entlang gedonnert. Die Straße. Ich komme überhaupt gar nicht mehr in die Pedale rein. Das ist schon wieder alles voller Schnee. Hier den Weg, den kenne ich nicht. Schauen wir mal. Interessante. Also hier rein. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Radweg lang geht. Also den fahre ich definitiv zum ersten Mal in meinem Leben. Wo geht der denn hin? Interessant. Nimmt's noch auf? Es blinkt.
Ja, weil laut Karte geht er jetzt dann gleich wieder auf die Hauptstraße. Ist bloß so eine kleine Umgehung hier. Okay. Ja gut, dann macht es oft wenig Sinn, den überhaupt zu nehmen, weil dann bist du schneller hier entlang der Straße. Wegen 200 Metern nehme ich da keinen Radweg. Achso, nee, der geht hier weiter. Ist der neu? Ist der neu hier, der Weg? Kann ich mich nicht erinnern, dass hier ein Radweg lang ging. Das war doch hier immer ohne Radweg. Da wo es nach Mohrenbrunn geht. Hier geht es zur Autobahn, zur A6. Ausfahrt Langwasser. Und links nach Mohrenbrunn. Ging da ein Radweg lang? Ich weiß es nicht. Hier fahre ich normal nie. Äußerst selten. Alle Jubeljahre mal. Ich glaube, die Route geht dann auch links rein Richtung Altenfurt. Und dann über die Ausfallstraße nach Feucht. Da gibt es aber auch einen anderen Weg. Und zwar über das Gewerbegebiet Feucht. Allerdings ein bisschen ein Umweg, aber schöner zum Fahren meines Erachtens. Ja, wobei, da geht es auch mal über einen kleinen Hubbel. Aber es geht halt durch den Wald, asphaltiert. Und man muss nicht an der Straße lang. Den Weg werde ich vielleicht dann zurückfahren. Ja, hier ist glaube ich Siemens. Ne? Siemens ist irgendwie gefühlt überall. Ja, es zieht sich hier. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? Kaum Kilometer, aber ewig unterwegs. 55 Minuten fahre ich schon, aber gut von zu Hause. Minus 2 Grad. 15 Kilometer, ja, minus 3,5. So, shit. Wo muss ich lang? Ja, hier links, okay. Ja, hier kommen wir nach Altenfurt. Oh, das ist ein Schamott hier wieder. Eieieiei. Wie ich das gewusst hätte, jetzt die Straße hier genommen, aber habe ich jetzt auf den Wahoo geguckt in der Zeit. Ach Gott. Danke. Na gut, ist noch ein kurzes Stück, aber das Rad ist eh schon eingesaut. Halt, ne, Moosbrunn ist das hier. Moosbrunn, Mohrenbrunn? Ich bin verwirrt. Altenfurt, Moorbrunn ist alles beieinander. So wie Nürnberg und Fürth. Okay. Haben wir wieder alles mitgenommen heute. Endlich mal Straße. Ah, herrlich. Es rollt. Ja, das ist schon unangenehm hier durch diese komischen Wege da. Seitenwege und unbefestigte Wege. Knirscht schon hier. Kettenblatt, alles voller Dreck und Morast. Ich hoffe, der Akku hält durch, aber der piept dann ganz laut, wenn die Kamera stoppt. Ja, so ist es mir ergangen im Forst auf dem Weg nach Kalchreuth. Und auf einmal der Akku dann leer. Nichts ging mehr. Aber gut, er war auch nicht ganz voll, muss man dazu sagen.
Ja gut, also geradeaus feucht, links ist Altenfurt. Okay, hier steht's. 400 Meter geht es links nach Altenfurt. Das sind jetzt so diese Anschlussrouten quasi, Lagenwasser, Altenfurt oder halt von feucht kommend. Schon bin ich wieder falsch. Das lenkt echt so ab, wenn man redet. Aber nach feucht wäre es doch hier lang gegangen, das verstehe ich jetzt nicht. Der will aber hier entlang die Hauptstraße. Ja, wie gesagt, so Morenboden, Altenfurt, Langwasser, die ganze Ecke. Vielleicht auch Fischbach. Da kann man dann hier diese Route zurück in die Stadt nehmen. Moment mal, bin ich jetzt richtig oder nicht? Ach Leute, ich bin doch falsch, oder? Bin ich jetzt falsch oder nicht? Ne, ich bin richtig. Passt schon. Aber warum hier entlang? Da hinten war jetzt gerade ein weißes Schild nach Feucht geradeaus. Da wo ich jetzt fälschlicherweise fuhr. Moment mal. Ja, hier rechts. Da vorne rechts. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Da geht es doch nach Fischbach. Ne, da geht es nach Feucht. Ich bin völlig desorientiert hier. Das ist überhaupt nicht meine Ecke. Ach, das ist die Straße nach Feucht. Okay, jetzt alles klar. Also hier lang. Das hatte ich jetzt verwechselt mit dem Weg, der nach Fischbach geht. Das sieht ähnlich aus. Wenn du in Altenfurt bist, da geht es ja unter der Regensburger Straße durch und dann nach Fischbach. Das sah jetzt irgendwie genauso aus. Naja, egal. 4 Kilometer. Das ist jetzt ja, das letzte Stück. Geht eigentlich immer so an der Straße entlang. Nichts Besonderes mehr. Keine Harakiri-Aktionen mehr. Keine Waldwege. Einfach nur Radweg entlang der Straße. Endet, glaube ich, da auf Höhe des Bahnhofs in Feucht. Dann war es das mit der Radroute 4. Mal schauen, wo die 5er lang geht. Ich habe noch gerade geguckt. Joggt eine. Ja, letztens habe ich auch wieder welche gesehen mit kurzen Hosen. Wahnsinn. Aber teilweise auch Spaziergänge. Die sind nicht mal joggen gewesen. Gehen sie mit kurzen Hosen raus. Bei minus 1 Grad. Naja, wer es braucht. Ja, das ist die Autobahn. Einmal unten durch. Ja, und hier würde es in das Gewerbegebiet gehen. Und wie gesagt, da gibt es auch einen Weg. Der geht dann da hinten durch den Wald. Also da müssen wir rechts und dann wieder links, komplett durch den Wald. Ich glaube sogar hier ist sogar schon, ja, hier der Weg jetzt rein. Ja gut, aber das ist schon bessere Qualität, aber halt nicht so schön. Hier wieder Straße. Ja, hier die Bahn. Jetzt sieht man es nicht.
ist doch die Trasse, die nach München geht, über Ingolstadt. Der schnelle Zug. Das ist mal ratzfatz in München. Ja, das Rad ist schon sehr behäbig. Also, so richtig auf Speed kommt man da nicht mit dem Teil. Das macht sich schon bemerkbar, wenn so ein Ding ein paar Kilo mehr hat. Und der Fahrer auch. Aber es ist schon sehr schwerfällig. Aber gut, für solche Aktionen reicht's, oder ja, zum Pendeln oder ein bisschen graveln. Aber jetzt so eine 100 Kilometer Tour möchte ich jetzt mit dem Ding auch nicht machen. Außer halt so Bikepacking, ja, wo du den ganzen Tag Zeit hast. Da ist es eh egal. Oh, da fährt auch einer. Sehr gut. Ja, die hatten Runde bei dem Wetter. Oh, und hier spritzt wieder alles voll hier. Guck dir das an hier. Katastrophe. Ah, ich muss das doch noch mal zeigen, wie das aussieht. Da kannst du nach jeder Tour das Rad komplett säubern. Das musst du so oder so, aber es ist ja nicht nur das Rad, was voll wird, du wirst ja genauso voll. Kannst du auch weglassen, die Dinge. Jemand hat mir ja diese SKS, wie heißen die, Rocket Blade empfohlen. Muss ich jetzt wieder kaufen. Mach ja, aber nächsten Winter habe ich jetzt keinen Bock mehr. Oh, hier tropft's. Einmal durch den Wasserfall. Hier auch. Aber nicht ganz so schlimm. So, und hier sind wir in Feucht. Ja, und das ist schon das Ziel da vorne. Ja, und dann halt, je nachdem, wo man herkommt, wo man hin muss. Hier verließen sie ihn. Hier ist das Ortsschild, Markt, Feucht. Wir fahren noch bis zur Zielflagge auf dem Wahoo. Dann geht es dann hier weiter. Hier in die Einbahnstraße oder was? Ach so, hier ist der Bahnhof, okay. Ach, das ist das Ziel dann. Aha, okay. Also, Freunde der rostlichen Kettenblätter. Hier sind wir in Feucht. Sensationell. Ich nehme mal die Kamera ab. Nimm es noch auf. Moment. Ja, das sieht so aus. 59 Minuten in. Vielen Dank fürs Zusehen. Radroute Nummer 4, dann in Dusted. Schalte wieder ein, folgt mir brav auf Instagram, auf TikTok, gebt ein Like auf das Video, abonniert den Kanal, wie man es als braver Zuschauer macht. Und dann, ja, Strava gibt es noch, Komoot könnt ihr auch noch folgen, könnt ihr auch die Tour auch nochmal angucken. Ich habe die da hochgeladen, könnt ihr euch downloaden mit all den Falschabbiegern und dann nachfahren. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao. Und da kommt schon der Zug. Den könnte ich jetzt auch nehmen. Der geht zum Hauptbahnhof.